PEGIDA, and hello Dresden. Let me start by saying happy birthday, happy 7th birthday. It's an absolute honour to be standing here today. I can't believe it's been 7 years. 7 years of unrelenting activism, taking your message to the streets and making a difference. You should all be immensely proud of yourselves. You're an inspiration to like-minded patriots across the world. Never stop doing this. People look to you. Keep the patriotic flag burning in Germany. You are an amazing group and amazing people. Guten Abend oder guten Tag, Dresden. Lasst mich zunächst sagen, alles Gute zum 7. Geburtstag PEGIDA. Es ist eine Ehre, heute hier zu sein, um euch alle nochmal anzusprechen. Ich kann nicht glauben, dass es 7 Jahre her ist. 7 Jahre unerbittlicher Aktivismus, eure Botschaft auf die Straße zu bringen und etwas zu bewegen. Ihr solltet unglaublich stolz auf euch sein. Ihr seid eine Inspiration für gleichgesinnte Patrioten auf der ganzen Welt. Hört niemals auf mit dem, was ihr tut. Lasst diese patriotische Flamme hell brennen. Ihr seid Spitze. I will never forget the first time I came here to speak on PEGIDA's 2nd birthday in front of 25,000 German patriots. It was a spine-tingling experience then, and it's a spine-tingling experience now. I love the energy, the passion, the patriotic people's love for your country. National pride and patriotism are a unifying force for good, despite what the left wing, those over there, have to say. Nationalism and patriotism go hand in hand. They cannot be equated to racism, hatred or segregation. They are not the same thing. In fact, I'd say that the far left are guilty of exactly what they accuse us of, racism. Be proud of who you are. Be proud of your heritage. Be proud and honourable when you stand up for what you believe in. Never, ever surrender your country. Ich werde den Tag nie vergessen, als ich hierher kam, um PEGIDAs Geburtstag vor mehr als 25.000 Patrioten zu feiern. Damals war es für mich ein Gänsehauterlebnis, heute ist es wieder ein Gänsehauterlebnis. Ich liebe die Energie, die Leidenschaft und das Herz der patriotischen Völker für ihr Land. Nationalstolz und Patriotismus sind eine verbindende Kraft für das Gute, ungeachtet dessen, was die linke Presse und ihre politischen Führer sagen. Nationalismus und Patriotismus gehen Hand in Hand. Sie können nicht mit Rassismus, Hass oder Segregation gleichgesetzt werden. Sie sind nicht dasselbe. Tatsächlich sage ich, dass die extreme Linke genau dessen schuldig ist, was sie uns vorwirft. Rassismus. Seid stolz darauf, wer ihr seid, auf euer Erbe und seid stolz darauf, wofür ihr steht und woran ihr glaubt. Gebt niemals auf. As an Englishman, I have always taken a keen interest with what is happening here in Germany. How Angela Merkel has single-handedly worked to undermine the German national sovereignty, how she placed the need of illegal immigrants over the legal citizens of her nation, when she facilitated a huge influx of Islamic migration into Deutschland. Did she do that for the benefit of the German people, the people she is supposed to represent? That woman has done more to undermine German sovereignty and pride than Stalin could have ever dreamed of. To me, her insidious policies were simple. Als Engländer habe ich mich immer sehr für das Geschehen hier in Deutschland interessiert.
wie diese hagere Jungfrau Angela Merkel mit aller Hand daran gearbeitet hat, die nationale Souveränität Deutschlands zu untergraben, wie sie die Bedürfnisse illegaler Einwanderer über die der Bürger unseres Landes gestellt hat, über eure Bedürfnisse. Als sie einen enormen Zustrom islamischer Migration nach Deutschland ermöglichte, tat sie das zum Wohl des deutschen Volkes. Die Menschen, die sie repräsentieren soll, diese Frau hat mehr getan, um die deutsche Souveränität und den deutschen Stolz zu untergraben, als Stalin es sich hätte je erträumen können. Für mich ist ihre heimtückische Politik bzw. Agenda einfach zu erklären. Her policies were simple: to replace the patriotic voting bloc with a dependent Islamic voting bloc, one that she could rely on for generations to maintain power. She has always put the needs of the European Union before the needs of her nation. Her vision of a European superstate was and still is her priority. This woman has failed Germany and she has failed the German people. I will never forget in 2015 when she allowed over 1 million young, fighting-age Muslim men to come into your country with open arms. She created a mess that Germany will never fully recover from. Ihre Agenda war, ersetze einen stolzen, patriotischen Stimmblock durch einen abhängigen, islamistischen Stimmblock, auf den sie über Generationen zurückgreifen kann. Sie hat immer die Bedürfnisse der EU über die Bedürfnisse der Nation gestellt. Ihre Vision eines europäischen Superstaates war und ist ihre Priorität. Diese Frau hat Deutschland und das deutsche Volk im Stich gelassen. Ich werde nie vergessen, wie 2015 sie mit offenen Armen über 1 Million Asylbewerber und Wirtschaftsmigranten nach Deutschland ließ und ein Durcheinander anrichtete, von dem sich Deutschland wahrscheinlich nie ganz erholen wird. I can remember Dr. Thomas Bauer, who was the chairman of Expert Council of German Foundations on Integration and Migration, saying, Germany's asylum process takes 48 hours. How can you process a refugee in 48 hours, let alone 1 million? How was Merkel's government going to properly vet millions of young fighting-age men from the Middle East? The simple fact is, she couldn't. The simple fact is, she didn't. She failed the German people. Ich erinnere mich, dass Dr. Thomas Bauer, Vorsitzender des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration, sagte, dass das Asylverfahren in Deutschland nur 48 Stunden dauert, um diese Flüchtlinge zu bearbeiten. Stellt euch vor, 48 Stunden, um einen Flüchtling zu bearbeiten. Wie verrückt ist das? Wie sollte Merkels Regierung Millionen von Migranten aus dem Nahen Osten denn richtig überprüfen können? Die einfache Tatsache ist, dass sie es gar nicht konnte und dass sie es nicht tat. Sie hat das deutsche Volk verraten. Also was hat sie genau erreicht? So what exactly has Angela Merkel achieved? She managed to bring in migration waves which Europe has never seen before and hopefully never sees again. She reshaped the demography of Germany, replacing indigenous and legal citizens with a backward Islamic dependent slave class. A slave class that comes from war-torn sectarian hellholes in the Middle East. A slave class that embraces Sharia law. She encouraged the failed multicultural system promoted by the European Union, a system that encourages the growth of backward thinking, segregated yet parallel societies within your country's borders. How was this good for Germany, and how is this good
for the German people. Angela Merkels Agenda ist recht einfach. Sie hat es geschafft, eine Migrationswelle herbeizuführen, wie sie Europa noch nie zuvor gesehen hat und hoffentlich nie wieder sehen wird. Sie gestaltete die Demografie Deutschlands neu und ersetzte indigene und legale Bürger durch eine rückständige, vom politischen Islam abhängige Sklavenklasse. Eine Sklavenklasse, die aus vom Krieg zerrissenen sektiererischen Höllenlöchern im Nahen Osten stammte. Eine Klasse, die das Scharia-Recht anerkennt. Sie förderte das von der EU geforderte, aber gescheiterte multikulturelle System, ein System, das das Wachstum von rückwärtsgewandten, segregierten und doch parallelen Gesellschaften innerhalb der deutschen Grenzen fördert. War das gut für Deutschland? Und wie gut war das für das deutsche Volk? She found out it wasn't good for Germany or your people, because soon after a huge influx of Islamic migration into Germany, there was a spike in Islamic terror attacks. The refugees she had welcomed with open arms spat in her face and murdered innocent people, all in the name of Islamic supremacy. Then there was the issue of the increase in the number of sex attacks against your country's women. In 2015-2016, New Year's Eve celebrations in Cologne and Hamburg and many other German cities, more than 1,200 German women were sexually assaulted by Muslims who come from North Africa. More than 2,000 Muslim men were involved in these sexual assaults. Your top police officer at the time, and I'll quote him, "There is a connection between the emergence of this phenomenon and the rapid migration in 2015. Thank you, Lutz. So what, we ask again, has Angela Merkel achieved? She's achieved a demographic replacement. She's made Germany less safe with an influx of Islamic terrorists while facilitating the sexual assault of thousands of German women. Congratulations, Angela, all in the name and in the saying, diversity is our strength." Sie wusste genau, dass es nicht zum Wohle des Deutschlands oder des deutschen Volkes war. Denn kurz nach einem großen Zustrom islamischer Migration nach Deutschland gab es einen signifikanten Anstieg der islamischen Terroranschläge. Die Flüchtlinge, die sie mit offenen Armen empfangen hatte, spuckten ihr ins Gesicht und ermordeten unschuldige Menschen, und alles im Namen der Vormachtstellung des politischen Islam. Dann ging es um die Zunahme sexueller Übergriffe auf deutsche Frauen. Bei den Silvesterfeiern 2015 und 16 in Köln, Hamburg und unzähligen deutschen Städten wurden mehr als 1.200 deutsche Frauen von diesen Muslimen, meist aus Nordafrika, sexuell missbraucht. Mehr als 2.000 Männer waren an diesen sexuellen Übergriffen beteiligt. Ihr damaliger Polizeichef sagte, es besteht ein Zusammenhang zwischen der Entstehung dieses Phänomens und der rasanten Migration im Jahr 2015. Also frage ich wieder, was hat Angela Merkel erreicht? Sie hat einen demografischen Ersatz erreicht. Sie hat Deutschland durch den Zustrom islamischer Terroristen weniger sicher gemacht und gleichzeitig die sexuellen Übergriffe tausender Deutscher auf tausende deutsche Frauen erleichtert. Herzlichen Glückwunsch, Angela Merkel! Und alles im Namen von Mottos wie Vielfalt ist unsere Stärke. Why does all your water have gas? The reality is simple. If you import the third world, then you become the third world. It is not racist to ask for controlled, legal, safe immigration policies. It's common sense. You put your nation's people first, always first. At least in Germany, you have a political party that offers political solutions to these problems
like the AFD. At least you have a grassroots movement like PEGIDA to take these political solutions to the streets, to keep the German public engaged and educated and about the problems you face while offering solutions to remedy them. Die Realität ist einfach. Wenn man die dritte Welt importiert, wird man zur dritten Welt. Es ist nicht rassistisch, eine kontrollierte, legale und sichere Einwanderungspolitik zu fordern. Nein, es ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Man stellt die Menschen der eigenen Nation an erste Stelle, und zwar immer. Zumindest habt ihr eine Partei, die teilweise politische Lösungen für diese Probleme anbietet, die AfD. Auf jeden Fall aber habt ihr eine Basisbewegung wie PEGIDA, die diese politischen Probleme und Lösungen auf die Straße bringt, um die deutsche Öffentlichkeit zu engagieren und um über diese Probleme aufzuklären, mit denen ihr konfrontiert seid. Und PEGIDA zeigt gleichzeitig Lösungen auf. Now, I want to move quickly on to something else that has been bothering me a lot. Something that concerns me just as much as the threat of uncontrolled Islamic migration. The demographic replacement of Western people is part of a much bigger jigsaw. The globalist plan for a one-world government. You see, as much as I can't stand the policies and the ideologies that guide the thoughts of those on the left, they are nothing but useful idiots for the globalist plan. A plan that is carried out by the European Union, the United Nations and the world governments, guided by that evil World Economic Forum. Ich möchte nun schnell zu etwas anderem übergehen, das mich beschäftigt, das mich genauso beschäftigt wie die Gefahr einer unkontrollierten islamischen Migration. Und das ist der demografische Ersatz westlicher Völker. Das ist ein Teil eines viel größeren Puzzles. Der globalistische Plan für eine Weltregierung. Ihr seht, so sehr ich die Politik und die Ideologien, die die Gedanken und Äußerungen der Linken leiten, nicht ertragen kann, diese Linken sind am Ende nichts anderes als nützliche Idioten für einen globalistischen Plan. Ein Plan, der von der EU, den Vereinten Nationen, von westlichen Regierungen, die von Bösen geleitet werden, durchgeführt wird, vom Weltwirtschaftsforum. Western nations and its people are sleepwalking into a globalist, communist takeover, while our human rights and freedoms are being trampled on every day. An elite of deep state snakes, big tech oligarchs and compliant politicians claiming to represent every one of us are slowly eroding our God-given rights. Our democracies are at stake. Their social engineering has managed to keep many of us divided and fighting while they continue with their plans of world domination. Westliche Nationen und ihre Völker schlafwandeln hinein in eine globalistische, kommunistische und technokratische Machtübernahme, während unsere unveräußerlichen Menschenrechte und Freiheiten mit Füßen getreten werden. Eine Elite von Deep State Schlangen, großen Tech-Oligarchen und willfährigen Politikern, die behaupten, uns zu vertreten. Diese untergraben langsam unsere gottgegebenen und auch die grundgesetzlichen Rechte der Völker. Unsere Demokratien stehen auf dem Spiel. Ihr Social Engineering, sogenanntes, hat viele von uns gespalten und getrennt, während sie mit ihren Plänen der Weltherrschaft fortfahren. We went from 2 weeks to flatten the curve of the China virus, to mandatory vaccinations and electronic passports to remain a functioning member of our Western societies. How much has the West already fallen? How much longer are the freedom-loving people of the West going to allow these evil dictators to manipulate, coerce and eventually subjugate us
into compliant sheep of a globalist-controlled state. The virus that comes from China has brought about some of the very worst human rights abuses I have ever seen, carried out by Western political leaders and their agents of abuse, our police. Es begann mit angeblich 2 Wochen, welche nötig wären, um die Kurve des China-Virus abzuflachen. Mittlerweile reden wir über obligatorische Impfungen, also Zwangsimpfungen, und elektronische Reisepässe, um ein normales Mitglied der Gesellschaft, westlichen Gesellschaft, überhaupt zu bleiben. Wie weit ist der Westen eigentlich schon gefallen? Wie lange noch werden die freiheitsliebenden Menschen des Westens zulassen, dass diese bösen Diktatoren uns manipulieren, zwingen und schließlich zu gefügigen, scharfen, globalistisch kontrollierten Staaten zu werden? Das Virus, welches aus China kam, hat einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen verursacht, die wir je gesehen haben. Verübt durch unsere westlichen politischen Führer und ihre Missbrauchsagenten aus Justiz und Polizei. Has everybody been watching what's happening in Australia? Australia has again become a penal colony. The abuse of political power that Australian state and federal governments have used to crush the Australians should ring alarm bells to freedom-loving people across the world. They've gone full-blown communist. Medical apartheid is the new normal. Beating people for exercising their right to freedom of assembly has become the new normal. Locking people down into what essentially is house arrest has become the new normal. Mandatory vaccination has become the new normal. No vaccine, no job has become the new normal. Hat jemand gesehen, was in Australien passiert ist? Australien ist wieder zu einer Strafkolonie geworden. Der Missbrauch politischer Macht, den die australischen Staats- und Bundesregierung genutzt haben, um Australien zu vernichten, sollte bei allen freiheitsliebenden Menschen auf der gesamten Welt die Alarmglocken läuten lassen. Sie sind da drüben ausgewachsene Kommunisten geworden. Medizinische Apartheid ist die neue Normalität. Menschen zu treten und zu schlagen, weil sie ihr Recht auf Versammlungsfreiheit ausüben, ist die neue Normalität. Menschen in Hausarrest zu sperren, ist die neue Normalität. Zwangsimpfungen sind die neue Normalität. Kein Impfstoff, kein Job ist die neue Normalität in Australien. How is this the new normal for a disease that has a 99.7% of the people will survive? It's not normal. The global reaction to this rarely fatal disease is not normal. The erosion of our rights as free human beings is not normal. So let's take our countries back from these despicable globalist, elite, deep state snakes, big tech oligarchs and compliant politicians who claim to represent us. They don't represent us. They are not acting in this way for our health. They do not have our best interests at heart. Their agenda is very clear. A one world government that monitors everything you say and do. And if you don't fall in line, you can expect the same kind of punishments dealt out by the Chinese social credit system and perhaps even worse. Was ist diese neue Normalität? Was ist es für eine Krankheit, welche ja 99,7% der Menschen überleben werden? Es ist eben keine neue Normalität. Die globale Reaktion auf diese selten tödliche Krankheit ist nicht normal. Die Aushöhlung unserer Rechte als freie Menschen ist nicht normal. Also lasst uns unsere Länder von diesen verabscheuungswürdigen Deep State Schlangen, Tech-Oligarchen und Politikern zurückerobern, die behaupten, uns zu vertreten. Nein, sie vertreten uns nicht.
Sie handeln nicht für unsere Gesundheit. Sie haben nicht unser Bestes im Sinn. Ihre Agenda ist völlig klar. Eine Eine-Welt-Regierung, die alles überwacht, was wir sagen, was wir tun. Und wenn sie sich nicht einreihen oder wenn wir uns nicht einreihen, dann erwarten sie die Art von Strafen, die das chinesische Sozialsystem verhängt. Oder vielleicht sogar noch schlimmer. Send these globalist World Economic Forum dictators to the gulags where they belong. Freedom is not negotiable. It is our right. And I want to ask you all now to help me with something. Before I get off this stage, I want to do one thing. I want to send a message to the globalist scumbags over in the USA. I want to make this go viral and I want your help. So after Lutz translates, I want you to repeat after me. Schicken wir diese globalistischen Diktatoren, dieses Weltwirtschaftsforum in die Gulags, wo sie hingehören. Und werfen wir den Schlüssel weg. Freiheit ist nicht verhandelbar. Es ist unser Recht. Und bevor ich diese Bühne verlasse, möchte ich hier eines tun. Und ich würde gerne eine Nachricht an genau diese Globalisten schicken, gerade in den USA. Ich möchte das mit eurer Hilfe hier viral machen. Können wir Ihnen dabei helfen? Also, ich erkläre es ganz kurz. Just explain to the crowd what's about. So, es war ein interessanter Fernsehbericht und eine BBC-Reporterin stand in einem Stadion, das war beim NASCAR-Rennen, was NASCAR. Es war ein NASCAR-Rennen in den USA und man hört im Hintergrund von dieser Lügen-Reporterin, wie die ganzen Menschen schreien, fuck Joe Biden. Und sie steht da und erzählt und wirklich in die Kamera rein. Sie hört ganz genau, was passiert. Und sie sagt in die Kamera rein, hören Sie bitte am Fernseher zu, was die Menschen schreien, let's go Brandon. Also genauso wie wenn ihr, der ganze Platz schreit, Merkel muss weg und der ARD-Reporter steht da, hört ihr alle, Angela kommt zu uns. So, das ist ungefähr vergleichbar. Und was wir jetzt machen wollen, weil das Ding geht viral um die ganze Welt, dieser Satz, let's go Brandon, wir werden das zusammen machen. Wir starten damit, Tommy startet damit, let's go Brandon, und wir machen es immer wieder dann, let's go Brandon, let's go Brandon. Und das senden wir zu unseren Freunden nach Amerika. Let's go Brandon! 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 East Germany. Deine Freunde! Thank you, PEGIDA, and I'd like to Lutz, Ziggy, Wolfgang, and all of them, just for myself, I just want to give you a round of applause. I know how hard this is. So with everyone else, for Lutz Backman in the team. Thank you, Joey. Thank you, everyone. I love you. Thanks for coming over. Brilliant, mate. Brilliant.